Zack, wir sind bei Dr. Wack und was wir hier machen, erfahrt ihr in diesem Video. Wir wurden eingeladen nach Ingolstadt zu Dr. Wack. Ihr habt es bei Instagram gesehen, wenn ihr mir gefolgt seid und das gesehen habt sozusagen. Wir haben jetzt hier 2 spannende Videos, die wir für euch produzieren. Im ersten geht es ein bisschen um die Firma und was hier alles für Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Und worum es im zweiten geht, werdet ihr im Laufe dieses Videos erfahren. Bleibt dran, wir gehen mal rein, kommt mal mit. Die Firma Dr. Wack wurde 1975 von Oskar Kurt Wack gegründet. Davor war Dr. Wack bei Procter & Gamble unter anderem für die Entwicklung des berühmten Meister Propper Reinigers verantwortlich. Beim Kauf eines gebrauchten BMWs mit damals noch seltenen Alufelgen fiel ihm hässlicher, eingebrannter Bremsstaub auf, den damals selbst der Autohändler nicht entfernen konnte. Dieser störte ihn so sehr, dass er mit der Entwicklung eines eigenen Reinigers begann und auf einmal feststellte, dass es bislang keinen einzigen Felgenreiniger für Leichtmetallräder auf dem Markt gibt. Der P12 Quadrat und damit auch die Firma Dr. Wack Chemie waren geboren. Dieser Meilenstein sollte auch die Philosophie von Dr. Wack festlegen und für immer prägen. Erster oder bester. Das bedeutet, dass es kein Produkt aus dem Hause Wack geben wird oder gibt, das nicht besser als die Konkurrenz ist oder einzigartig auf dem Markt und so nicht woanders zu finden. Diesem Motto bleibt man bis heute treu. Dafür beschäftigt Dr. Wack für ein Unternehmen dieser Größe und Branche eine wahnsinnig große Forschungsabteilung. Sage und schreibe 25% der gesamten Mitarbeiter arbeiten in der Forschung und Entwicklung. Auch die technische Ausstattung haben wir selten so gesehen. In den Laboren sind neben Gaschromatographen, Mikroskopen und anderen seltenen Testgeräten wie einem Kettenverschleißprüfer sogar ein Rasterelektronenmikroskop der Firma Zeiss zu finden. Neben der Fahrzeug- und Fahrradpflege ist die hochtechnologische Reinigung von Elektronikbauteilen die zweite große Sparte der Dr. Wack Chemie. Unter der Marke Zestron stellt Dr. Wack Spezialreiniger für Platinen, Leiterplatten und andere elektronische Bauteile her. Aus diesem Spezialbereich ergeben sich zahlreiche interessante Formeln und Rohstoffe, die dann auch im Fahrzeugbereich Anwendung finden und neue Produkte aus der Taufe heben oder bestehende Produkte revolutionieren. Übrigens, seit Jahren stellt Dr. Wack auch die Produkte für die Porsche eigene Pflegeserie her. Wir haben also gesehen, dass viele Rohstoffe aus dem Bereich der Elektronikbauteilreinigung auch interessant sein können für den Bereich der Automobilpflege. Und dadurch, dass die Forschung und Entwicklung beider Unternehmensbestandteile zusammensitzt, hat man da auch Überträge. Und wie genau so eine Autorezeptur entsteht, gucken wir uns jetzt mal an. Ja, wir sind angekommen bei der F&E Forschung und Entwicklung im Labor und wollen uns jetzt mal anhören oder anschauen, wie es von der Idee von einem Produkt, sei es von der Rohstoffseite oder von der Konsumentenseite bis hin zum fertigen Produkt geht. Dafür habe ich Dr. Mario Kraft hier neben mir, stellvertretender Leiter der Forschung und Entwicklung, und der wird euch mal diesen kompletten Zyklus erzählen. Da passieren ganz viele Dinge, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Das dauert nämlich echt eine Weile, bis so ein Produkt fertig ist, aber ich will gar nicht vorgreifen. Mario, danke. Ja. Gerne. Also, was ist alles notwendig bei der Produktentwicklung, damit wir am Ende des Tages das fertige Produkt auf den Tisch stellen können, sprich in den Laden bringen, sodass der Endverbraucher das Produkt anwenden kann? Das allererste, was es natürlich benötigt, ist mal die Idee. Also wir müssen irgendwo ja eine Idee kreieren für ein neues Produkt. Und diese Ideen können aus verschiedenen Möglichkeiten herauskommen. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass wir permanent Anfragen von Kunden bekommen, ob wir ein Produkt für jeden oder anderen Anwendungsbereich hätten und wir feststellen, dass dort ein Produkt vonnöten ist. Andererseits natürlich auch über unsere Händler, über unsere Außendienstmitarbeiter, die feststellen, dass es immer wieder Probleme gibt mit bestehenden Produkten oder eine Produktlösung so am Markt noch nicht besteht. Eine weitere Möglichkeit ist allerdings auch, dass wir über Rohstoffe, die wir im Labor von Lieferanten bekommen, einfach eine neue Idee bekommen oder eine Produkteigenschaft oder einen Zusatznutzen einfach besser umsetzen zu können, mit einzubauen, um am Ende des Tages einen Mehrnutzen für den Kunden zu generieren. Also die Idee braucht es zunächst einmal. Wenn wir die Idee haben, dann müssen wir erstmal festlegen, was soll der Reiniger oder das Produkt, was wir entwickeln wollen, es kann auch eine Politur sein, dann können. Das heißt, wir müssen festlegen, was sind die Eigenschaften, die das Produkt am Ende des Tages erfüllen muss. Und das ist unser sogenanntes Anforderungsprofil. Das ist das Erste, was wir festlegen müssen und wo die verschiedenen Abteilungen, Marketing, Vertrieb, F&E involviert sind, im Endeffekt die Eigenschaften abnicken müssen, sodass wir sagen, das sind jetzt die Eigenschaften, die wir als Firma für das neue Produkt uns erwarten. Und dann legen wir los. Und wie machen wir das? Wir fangen eigentlich erstmal an mit dem Becherglas. Das heißt, wir nehmen uns die ersten Ideen an Rohstoffen, kippen die einfach mal ganz einfach zusammen wie ein Kochrezept, mischen die zusammen und prüfen einzelne Eigenschaften. Es kann sein, dass wir erstmal nur die Reinigungsleistung uns anschauen und erstmal nur gucken, mit welchen Rohstoffen, mit welchem Anteil der Rohstoffen können wir die Reinigungsleistung verbessern. Aber Reinigung ist ja nicht alles. Wir müssen ja auch sicherstellen, dass das Produkt am Ende des Tages nicht nur gut reinigt, sondern ja auch sehr gute Materialverträglichkeit mit sich bringt.
Das heißt, wir müssen uns auch parallel immer wieder anschauen, wie sieht es aus mit Spannungsrisskorrosion auf transparenten Kunststoffen. Am Beispiel vom Felgenreiniger kann man natürlich sagen, ich reinige mit Felgen. Wo ist denn da bitte schön Polycarbonat? Wo ist die Gefahr von Spannungsrisskorrosion? Aber wir haben Seitenblinker in der Nähe von den Felgen. Und wenn ich da mit dem Produkt mal aufgrund von der Windböe auch auf den Seitenblinker sprühe, muss ich natürlich sicherstellen, dass auch dort beim Blinkerglas nichts passiert. Aber natürlich auch sämtliche Metalle. Eisenmetalle, Legierungen, Aluminium sind natürlich empfindliche Oberflächen, die es gilt zu schützen. Also es braucht einfach das gute Gesamtpaket, dass wir eine gute Reinigungsleistung haben, kombiniert mit einem sehr guten Materialverträglichkeit. Das müssen wir bereits in der Produktentwicklung natürlich berücksichtigen. So werden wir über die Zeit mehrere Rezepturen, manchmal sind es Hunderte, aber es geht auch in manchen Beispielen bis zu Tausende, verschiedene Rezepturen zusammenmischen, testen und immer wieder einen Haken finden, dass wir sagen, die Rezeptur ist es noch nicht. Sollten wir aber wirklich mal dann zum Schluss kommen und eine Rezeptur finden, die aus unserer Sicht alle Anforderungen erfüllt, dann geht es in die sogenannten Stabilitäts- und Lagertests. Das ist ein Test, wo wir sicherstellen wollen, dass a. die verschiedenen Rohstoffe, die wir zusammengemischt haben, über einen Zeitraum von 3 Monaten bei 4 verschiedenen Temperaturen auch wirklich stabil zueinander sind. Sprich, wir mischen das Produkt und das Produkt soll natürlich nicht nur am ersten Tag entsprechend funktionieren, sondern auch noch nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Monat oder auch nach 5 Jahren. Das ist unsere normale Garantie, die wir geben für unsere Produkte nach Herstellungsdatum. Wenn dieser läuft, machen wir uns parallel natürlich auch Gedanken bezüglich Verpackung und Anwendung. Sprich, welche Verpackung wollen wir wählen? Flasche, Sprayer. Wir müssen überlegen, welcher Sprayer ist der geeignete für die Anwendung. Wie ist das Sprühbild von dem Sprayer? Können wir bestehende Sprayer nehmen? Müssen wir uns neue Sprayer entsprechend suchen? Das wird im Endeffekt parallel zum Stabilitätstest schon mal evaluiert. Und dann kann der Lagertest, der erfolgt dann im fertigen Gebinde, erfolgen, der dann über 3 Monate läuft. Aber unser Anspruch ist natürlich auch, immer das beste Produkt am Markt zu haben. Das heißt, nur alleine im stillen Kämmerlein zu entwickeln, ist am Ende des Tages nicht ausreichend. Wir besorgen uns natürlich immer auch die Produkte von unseren Mitbewerbern und testen diese natürlich auch ausgiebig und überlegen, wo haben sie ihre Stärken, wo haben sie ihre Schwächen und schauen, dass wir natürlich am Ende des Tages ein Produkt auf den Tisch stellen können, was besser ist als die Produkte von unseren Mitbewerbern. Das mündet in einer sogenannten Scorecard. Das heißt, wir nehmen hier alle relevanten Daten auf, vergleichen die miteinander und können am Ende des Tages dann bei der Produkteinführung auch sagen, unser Produkt steht im Vergleich zu den Mitbewerbern an dieser oder jenen Stelle und hat entsprechende Stärken und natürlich hoffentlich auch keine Schwächen. Last but not least, bevor wir das Produkt einführen, ist es natürlich wichtig, dass nicht nur wir überzeugt sind vom Produkt, sondern dass wir auch abschätzen können, wie kommt das Produkt im Markt entsprechend an. Sehen die Leute, die Endverbraucher später auch die entsprechenden Vorteile vom Produkt oder nicht? Und das testen wir in sogenannten Endverbrauchertests. Das heißt, wir haben Karteien, wo relativ viele Kunden bei uns festgehalten wurden, die schon mal Verbrauchstests oder Vergleichstests mit durchgeführt haben. Die werden angeschrieben, kriegen dieses Musterprodukt, sollen es testen, bekommen einen Fragebogen und wir können im Endeffekt mithand dieser Fragebögen auch abschätzen, ob die Vorteile des Produktes auch beim Endverbraucher wirklich entsprechend ankommen. Wenn der Endverbrauchertest positiv zurückgekommen ist, dann ist natürlich noch die große Frage, können wir es auch im großen Produktmaßstab mischen. Das heißt, wir müssen noch mal in die Produktion gehen und müssen dort noch mal 100, 200, 300 Liter mischen, um zu schauen, ob denn das Produkt, was wir bisher im kleinen Maßstab im Becherglas gemischt haben, auch im großscaligen Bereich, im Bereich von 1 Tonne mischbar ist. Und auch dieser Test muss noch durchgeführt werden, bevor wir das Produkt schlussendlich einführen können. Dann haben wir relativ viele Tests, relativ viele Ergebnisse und die werden noch mal in einer großen Runde besprochen und es wird dann beschlossen, dass das Produkt eingeführt wird oder halt noch nicht, entsprechend noch mal angepasst werden muss. Aber gehen wir mal davon aus, es waren jetzt alle Punkte soweit in Ordnung, dann wird beschlossen, dass es eingeführt wird. Dann kommt jetzt jede Menge Papierkram, der durchgeführt werden muss, dass jede Stelle bei uns in der Firma entsprechend die Unterlagen hat, weiß, was zu tun ist und dann kann das Produkt final endlich eingeführt werden, produziert werden, gemischt werden, abgefüllt werden, in den Kartons zu den Händlern geschickt werden und am Ende des Tages könnt ihr das Produkt entsprechend selber in der Hand halten. Ja, vielen Dank, Mario. Ja. War sehr aufschlussreich und doch umfangreich, was da passiert. Wer noch mehr von Mario hören will, auch ein bisschen in die Tiefe gehen will zur Unternehmensgeschichte, guckt mal auf unseren Podcast. Findet ihr bei Spotify und auf allen anderen Kanälen. Da haben wir schon mal uns fast eine Stunde, glaube ich, unterhalten. Ja, und wenn der jetzt fertig ist und auch das neue Spraywax fertig ist, muss das Produkt ja auch noch an den Mann und an die Frau gebracht werden. Und wie das genau passiert, zeigen wir dir im nächsten Schritt. Wir haben jetzt eine Produktidee von der ersten Entwicklung über das Testen, das Herausfinden und auch die Produktion sozusagen begleitet. Haben uns jetzt so ein bisschen ja am neuen High-End Spraywax orientiert und stehen jetzt hier mit demjenigen, der es dann vermarkten muss, Recep, und der uns auch hergeholt hat. Danke dafür nochmal. Bevor wir jetzt wirklich nochmal über das Produkt kurz was sprechen und auch vielleicht auch das eine oder andere mitbringen, ihr habt ja so ganz
viele verschiedene Namen. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz erklären, wo das herkommt. Ja, das hat unser Dr. Wack von Procter & Gamble, wo er eben früher gearbeitet hat, übernommen. Procter & Gamble hatte die Mehrmarkenstrategie, also zum Beispiel Gillette kennt jeder oder Pampers kennt auch jeder. Aber man kennt die Firma nicht, die dahinter steckt. Und das hat er quasi dann für seine eigene Firma übernommen und hat dann eben mehrere Marken, um Zielgruppen spezifischer und besser ansprechen zu können. Haben die Marken irgendeine Bedeutung, der Name? Ja, als ich vor 15 Jahren angefangen habe, das war die erste Frage, die ich Dr. Wack gestellt habe, was bedeutet eigentlich P21S? Und ehrlich gesagt, er wusste es selber nicht mehr. Das Einzige, was die Marken symbolisieren sollen, das soll so einen Formelcharakter haben, soll quasi Technik und Chemie miteinander verbinden. Deswegen Buchstaben- und Zahlenkombinationen. Perfekt. Ich würde sagen, aufschlussreiche Tage hier gewesen. Viel gelernt, viel gesehen, war super spannend. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Danke auch. Zum Abschluss will ich dich aber noch ein bisschen erleichtern, dass das Regal wegkommt, würde ich sagen, wir nehmen mal die Flaschen raus, dann können wir das Regal wieder abbauen und veranstalten ein kleines Gewinnspiel. Aber das machen wir dann auf Instagram, von daher schaltet da mal rüber, dann gibt es auch was zu gewinnen. Aber auch nicht ganz umsonst oder ohne Arbeit. Ihr müsst ein kleines Quiz erledigen. Hat was mit dem Logo von Dr. Wack zu tun, aber wie gesagt, dazu mehr auf Instagram. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Mein Learning sozusagen von dem Besuch, achtet auch ein bisschen auf die Materialverträglichkeit und die Umwelt- und Menschenverträglichkeit und nicht immer nur auf die Reinigungsleistung, sonst könnt ihr auch einfach Kali-Lauge draufkippen. Macht auch gut sauber. In diesem Sinne, mit einem Schmunzeln betrachten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.